Hallo Leute, ich möchte heute mit euch ganz gerne über diese Aussagen hier sprechen. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von den Dingen, die ich in letzter Zeit beobachten konnte. Ich hatte einiges an Zeit, als ich frei hatte, mich auf Social Media zu bewegen. Und da ist mir aufgefallen, dass immer mehr Menschen eine Form von Sonnencreme-Shaming betreiben. Das ist jetzt ein Wort, das ich mir ausgedacht habe, aber ich denke, dieses Wort trifft die Problematik im Kern und ich möchte ganz gerne darüber sprechen, warum ich solche Aussagen extrem fragwürdig finde. Wenn wir uns auf Social Media wie zum Beispiel TikTok, Instagram oder YouTube bewegen, dann tragen die meisten Leute Sonnencreme auf, weil sie Photoaging, sprich lichtbedingte Hautalterung vorbeugen möchten. Und aus meiner Sicht ist das völlig in Ordnung. Ich finde sogar, dass die Leute sich gar nicht erklären müssen. Also sie müssen nicht sagen, warum sie eine Sonnencreme auftragen, weil es ihre Sache ist, außer sie möchte natürlich selbst darüber sprechen. Und wenn man eine persönliche Entscheidung für sich getroffen hat, dann ist das völlig in Ordnung, solange die Entscheidung die eigene ist. Also solange man sich für sich selber getroffen hat und eben nicht aufgrund dessen, dass man unter Druck gesetzt wurde oder dergleichen. Klar, bei Kindern, da müssen wir nochmal extra darüber sprechen, aber solange man eine mündige Person ist, die für sich selbst Entscheidungen treffen kann, finde ich das alles völlig in Ordnung, wenn man sich dafür entscheidet, regelmäßig auf eine Sonnencreme zurückzugreifen. Und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, dass Leute, die sagen, dass jede Person, die regelmäßig auf Sonnencreme zurückgreift, lichtbedingte Hautalterung vorbeugen möchte und gleichzeitig Angst vorm Altern hat, weil das ist nicht der Fall. Nicht jede Person, die regelmäßig Sonnencreme verwendet, hat Angst vorm Altern. Zumal es natürlich verschiedene Formen des Alterns gibt. Es gibt die intrinsische Hautalterung und es gibt die extrinsische Hautalterung. Gegen die innere Hautalterung kann man jetzt nicht sonderlich viel tun. Das heißt, man kann die Alterung nicht stoppen, die wird sowieso vonstatten gehen, aber man kann halt die äußeren Faktoren versuchen, so ein bisschen vorzubeugen. Und das macht man, indem man beispielsweise regelmäßig auf eine Sonnencreme zurückgreift. Und niemand sagt, dass ihr oder du oder diejenigen Menschen, die andere diesbezüglich abwerten müssen, dass diese Personen Sonnencreme verwenden müssen. Ihr könnt das für euch selber entscheiden, ob ihr das möchtet, aber wenn andere für sich entschieden haben, dass sie gerne regelmäßig auf UV-Schutz zurückgreifen wollen, dann ist das doch auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, es gibt auch viele verschiedene Gründe, weshalb Personen auf UV-Schutz zurückgreifen müssen. Und ich weiß, dass darüber sehr, sehr selten auf Social Media gesprochen wird und deshalb mache ich dieses Video und möchte einige weitere Gründe einwerfen, wieso Menschen regelmäßig auf UV-Schutz zurückgreifen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man das Hautkrebsrisiko reduzieren möchte. Das ist erwiesen, dass die UV-Strahlung natürlich das Hautkrebsrisiko erhöhen kann. Und wer eben eine gewisse Vorgeschichte hat, wie ich beispielsweise, mir wurden schon einige Leberflecken entfernt, diejenigen Menschen, die greifen dann natürlich regelmäßig auf UV-Schutz zurück, um ihr Hautkrebsrisiko zu reduzieren oder möglichst auf einem niedrigen Level zu halten. Und das ist völlig in Ordnung, völlig legitim und aus medizinischer Sicht und auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht total super, total toll. Also ich meine, je weniger Menschen krank werden, je weniger Menschen Medikamente benötigen, je weniger Menschen irgendwelche Teile ihres Körpers rausgeschnitten bekommen, leiden müssen, Schmerzen haben müssen, umso besser ist es doch gesamtgesellschaftlich. Darüber sollte man sich doch eigentlich freuen. Es gibt auch noch viele, viele andere Gründe, warum man Sonnencreme verwenden kann oder sollte oder warum das empfohlen wird. Zum Beispiel gibt es auch Medikamente, die photosensibilisierend wirken können. Dazu gehört beispielsweise Naproxen, Tetracyclin, Acyclovir und viele, viele andere Medikamente. Also könnt ihr euch gerne eure Beipackzettel mal durchlesen. Auf manchen Beipackzetteln steht extra drauf, dass die Medikamente photosensibilisierend wirken können, sprich, sie reichern sich in der Haut an und reagieren dann
mit der UVA-Strahlung, was zum Beispiel zu photoallergischen oder phototoxischen Reaktionen führen kann. Und deshalb wird da auch empfohlen, wenn man gewisse Medikamente zu sich nimmt, auch in einer bestimmten Dosis oder in einer bestimmten Regelmäßigkeit, weil der Arzt oder die Ärztin einem das so empfohlen oder verschrieben hat, dass es eben sinnvoll ist, auf UV-Schutz zu achten. Auch in der Wohnung, vor allem im Sommer, wenn die UV-Strahlung deutlich intensiver ist und da Fensterglas eben nur vor UVB-Strahlung schützt, macht es natürlich auch Sinn, dann in der Wohnung bei intensiver UV-Strahlung auf UV-Schutz zu achten. Ansonsten gibt es, wie gesagt, diese phototoxischen oder photoallergischen Reaktionen, die da entstehen können. Dazu gehören Rötungen, aber auch das Entstehen von Pusteln und Schmerz, und das ist natürlich nicht sonderlich angenehm. Sprich, auch das Einnehmen von Medikamenten kann dazu führen, dass man besonders auf UV-Schutz achten muss, und ich finde es echt fragwürdig, wenn Leute dann auch verlangen, dass man seine komplette Geschichte erzählt, seine komplette Krankheitsgeschichte erzählt, und niemand ist irgendwem seine Krankheitsgeschichte schuldig, vor allem nicht irgendwelchen fremden Menschen im Internet. Und deshalb ist es halt auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es verschiedenste Gründe gibt, warum Menschen eben auf Sonnencreme zurückgreifen müssen. Ein weiterer Punkt, der mich bei diesen Aussagen stört, ist die Tatsache, dass jene Abwertungen vor allem Frauen treffen. Denn laut Studien sind es vor allem Frauen, die auf UV-Schutz achten. Und ich meine, wir sind uns darüber einig, dass diese Abwertungen keine einzige Personengruppe treffen sollten. Aber es sind halt mal wieder Frauen, und ich finde das extrem rückschrittlich. Ich meine, wir hatten das jetzt ewig und 3 Tage mit Make-up. Ich habe zwar das Gefühl, dass es besser wird, aber das Problem ist immer noch da, dass Frauen vorgeworfen wird, die Make-up tragen, sie hätten ein geringes Selbstwertgefühl, oder sie würden vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind. Und andersrum wieder Frauen, die kein Make-up tragen, die sich angeblich nicht richtig pflegen würden oder nicht auf sich achten würden oder keine Ahnung. Also all das, was da mit reinspielt, da habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen davon weggehen, was natürlich auch aufgrund der Aufklärung liegt und auch aufgrund der Tatsache, dass wir das viel, viel öfter sehen, viel öfter darüber sprechen. Aber dieses ganze Sonnencreme-Shaming, also dass Personen dafür abgewertet werden, weil sie Sonnencreme verwenden, finde ich extrem rückschrittlich. Ich denke auch, dass das Ganze einen gewissen Einfluss auf junge Menschen hat, wenn sie sehen, dass ihr Lieblings-YouTuber oder ihre Lieblings-YouTuberin öffentlich Menschen abwertet, die eben auf Sonnencreme zurückgreifen, und dann in den Kommentarspalten die Leute gar nicht aufhören können, darüber zu sprechen, wie doof oder wie bescheuert die Leute sind, die regelmäßig auf UV-Schutz zurückgreifen. Denn als junger Mensch ist es durchaus schwierig, sich argumentativ durchsetzen zu können. Ich meine, das kommt alles mit der Lebenserfahrung. Da kann ich auch hauptsächlich von mir selbst sprechen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Aber ich hatte ja auch während meiner Arbeitszeit, überall im beruflichen Umfeld, hatte ich auch immer wieder mit solchen Abwertungen zu tun. Also, dass mir Leute gesagt haben, ich wäre zu blass, ich soll mal in die Sonne gehen, ich soll ins Solarium gehen. Oder wenn ich gefragt wurde, warum meine Haut so prall aussieht oder was mein Skincare-Geheimnis ist, und ich dann gesagt habe, naja, also das, worauf ich sehr achte, ist halt die Verwendung von Sonnencreme, und dann ist da eine Kaskade von irgendwelchen Abwertungen oder Gelächter über mich zusammengebrochen, obwohl die Leute ja ganz bewusst danach gefragt haben. Ich bin jetzt keine Person, die zu Menschen hingeht und sagt, ey, du solltest mal lieber Sonnencreme verwenden, weil so und so sieht's aus. Aber wenn ich in eine Diskussion verwickelt werde und danach gefragt werde, klar, fange ich dann auch darüber zu sprechen. Und wenn wir schon mal beim Thema Beruf sind, Hautkrebs ist eine anerkannte Berufskrankheit, und hier haben vor allem Menschen, die in Outdoor-Berufen tätig sind, ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Und dazu gehören beispielsweise Berufe im Hoch- und Tiefbau oder aber auch Gartenarbeit oder Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Das heißt, diese Menschen sind einfach auch der UV-Strahlung stärker ausgesetzt und müssen da besonders darauf achten, weil ja zu dieser Bestrahlung auf der Arbeit auch noch die Bestrahlung in der Freizeit oder im Urlaub hinzukommt, und das
kommt halt alles zusammen und hat natürlich zur Folge, dass das Hautkrebsrisiko deutlich ansteigt. Das heißt, bei diesen Berufen ist UV-Schutz in Form von Bekleidung, aber auch Sonnencreme, Schatten aufsuchen, nicht in der prallen Mittagssonne arbeiten, da gehört das einfach zum Arbeitsschutz. Ich glaube, ich konnte schon einige weitere Gründe benennen, warum Menschen auf Sonnencreme zurückgreifen, außer der Tatsache, dass das Ganze Photoaging vorbeugen kann. Nur muss das halt nicht die Priorität für alle Menschen sein. Und ich habe dennoch 2 weitere Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber UV-Strahlung kann das Herpes-Simplex-Virus reaktivieren. Und wer schon mal damit zu tun hatte oder diese Schübe bekommt, wo das Ganze reaktiviert wird, und diese Blasenbildung entsteht und die Schmerzen und so weiter und so fort, weiß, wie krass das sein kann und dass es eben auch Fälle gibt oder Phasen gibt, in denen man medikamentös behandelt werden muss. Und deswegen ist es eben auch da von Vorteil, auf UV-Schutz zurückzugreifen, um eine Reaktivierung vorzubeugen. Also egal jetzt, ob auf den Lippen oder im Gesicht, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, einfach auf UV-Schutz zurückzugreifen, damit es möglichst nicht zu einer Reaktivierung kommt, wenn die UV-Strahlung mal wieder intensiver ausfällt oder wenn man halt länger draußen unterwegs ist. Außerdem ist bekannt, dass UV-Strahlung bestimmte Hautkrankheiten verschlimmern kann, wie zum Beispiel Rosacea oder Akne. Okay, was ist jetzt eigentlich das Fazit dieses Videos? Ich versuche mal kurz meine Gedanken zu sortieren. Eigentlich war mein Hauptziel, euch verschiedene Gründe aufzuzeigen, weshalb Menschen auf Sonnencreme zurückgreifen und dass eben dieses große Thema Photoaging nicht für alle gleichermaßen wichtig ist und dass eben auch noch andere Gründe existieren, warum man auf Sonnencreme zurückgreifen könnte oder aber auch muss. Und nur weil eben was auf Social Media sehr, sehr oft auftaucht, heißt es halt nicht, dass da nicht auch noch andere Aspekte existieren. Und ich hoffe, dass ich diesen anderen Gründen nochmal ein bisschen Reichweite geben konnte mit diesem Video und würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr das Video teilt, damit eben auch diese Themen und diese Punkte mehr Reichweite bekommen, weil Photoaging schön und gut, aber das ist halt wie gesagt nicht der einzige Grund, warum Menschen auf Sonnencreme zurückgreifen. Ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, warum ihr Sonnencreme verwendet, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst natürlich nicht. Oder was ihr über diese ganze Thematik denkt. Und ja, ich würde mich wie gesagt sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, um den anderen Themen noch mal ein bisschen mehr Reichweite zu geben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.